Hallo liebe Häkelfreunde, heute begrüße ich euch zu einem ganz besonderen Video. Diese Babydecke ist für jene geeignet, die gerne nach Zählmustern arbeiten und die Geduld haben, etwas länger an einem Projekt zu arbeiten. Denn bei dieser Decke sind sowohl handwerkliches Geschick als auch Genauigkeit und Geduld gefragt, denn hier muss gleichzeitig mit 2 Farben gehäkelt werden. Als meine 3 Söhne noch klein waren, bin ich ständig auf bunte Bauklötze getreten. Diese Erinnerung hat mich zu dieser Babydecke inspiriert und ihr könnt dieses Prachtstück mit mir zusammen häkeln. Die Größe kann durch die Anzahl der Motive und Streifen beliebig verändert werden. Meine Decke hat eine fertige Größe von ungefähr 70 x 70 cm. Richtwerte zum Verbrauch findet ihr wie immer auf der Materialseite, bevor ich mit dem Häkeln beginne. Die benötigten Zählmuster habe ich im Excel erstellt. Sie erscheinen immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Heute häkeln wir gemeinsam diese wunderschöne Babydecke. Jeder Musterstreifen besteht aus 10 Reihen. Jedes Motiv hat 10 Maschen. 3 Maschen brauchen wir zusätzlich für den Randbereich. Für das Original habe ich 103 Maschen angeschlagen. Das sind 10 Motive plus die 3 Maschen für den Randbereich. Meine Decke ist ungefähr 70 x 70 cm groß geworden. Ich zeige euch die Technik anhand von 3 Motiven. Die Anzahl der Motive könnt ihr natürlich selbst bestimmen. Wir machen jedes Motiv Schritt für Schritt miteinander. Ich blende euch jeweils das benötigte Zählmuster ein, damit ihr einen Bildschirmabgriff davon machen könnt. Und wir starten mit den Würfeln. Hier seht ihr die Reihen 1 bis 10 ohne Anschlagsreihe. Für 3 Motive brauchen wir 33 Maschen. Ihr braucht also ein Vielfaches von 10 plus 3 Maschen für den Randbereich. Ich häkle 33 feste Maschen im elastischen Anschlag. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Masche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch. Ich ziehe den Faden durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. Ich steche in den dritten Faden von der Nadel aus gesehen ein. Ich hole den Faden durch, ich ziehe den Faden durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Und wir häkeln 33 feste Maschen für das Teststück. Wie gesagt, für die originale Decke habe ich 103 Maschen angeschlagen. Und
Wenn ihr eure Anzahl Maschen gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 33 Maschen angeschlagen. Das sind bei mir ungefähr 22 cm. Das kann euch als Richtwert dienen. Wir häkeln verlängerte feste Maschen. Wir kippen die Kette. Ich häkle, um in die Höhe zu kommen, 2 Luftmaschen. Die zählen aber nicht als verlängerte feste Maschen. Wir häkeln, wie gesagt, verlängerte feste Maschen und wir beginnen sofort im ersten Maschenkopf. Wir holen den Faden durch, wir ziehen ihn durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. Wir stechen ganz normal durch beide Maschenglieder durch, holen den Faden durch, ziehen den Faden zuerst durch eine Schlaufe und dann durch die anderen 2. Den Faden durchholen, durch eine Masche ziehen und dann durch die anderen 2. Und wir häkeln in jeden vorhandenen Maschenkopf eine verlängerte feste Masche. Und wie gesagt, diese 2 Luftmaschen zählen nicht als feste Masche. Nur die Maschenköpfe zählen. Und es müssen immer in unserem Fall 33 Maschenköpfe sein. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 33 verlängerte feste Maschen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit und wir machen noch eine Reihe in dunkelrot. Wie gesagt, jede Reihe beginnt mit 2 Luftmaschen, aber sie zählen nicht als feste Masche und deshalb starten wir sofort im ersten Maschenkopf. Wir holen den Faden durch, ziehen ihn durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. Und wir häkeln wieder 33 verlängerte feste Maschen. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wieder 33 verlängerte feste Maschen gehäkelt. Ganz wichtig, nicht in diese 2 Luftmaschen häkeln, nur in die schönen Maschenköpfe. Die Anzahl muss stets unverändert bleiben, am besten am Anfang kontrollieren. Und wir wenden die Arbeit und wir haben jetzt 2 Reihen mit verlängerten festen Maschen gehäkelt. Die Anschlagsreihe zähle ich nicht mit. Und jetzt nehmen wir uns die orange Farbe dazu. Zuerst häkeln wir die 2 Luftmaschen. Dann nehmen wir die zweite Farbe dazu und wir legen sie hinter die Arbeit und wir beginnen im ersten Maschenkopf. Wir stechen hier ein und wir schauen, dass wir den orangen Faden erwischen. Wir holen den Faden durch, wir häkeln eine verlängerte feste Masche, wir häkeln eine zweite verlängerte feste Masche und wir brauchen 3 und hier ziehen wir den Faden durch eine Masche durch und dann wechseln wir zum orangen Faden. Wir haben also 3 rote Maschen und jetzt brauchen wir 7 orange Maschen und jetzt häkeln wir über den roten Faden drüber. 1 und ihr müsst schauen, dass die Maschenköpfe nicht zu klein werden, insbesondere beim Farbwechsel. 2, 3, 4, 5, 6. Die 7. Masche machen wir nicht ganz fertig und hier wechseln wir wieder die Farbe.
Ihr müsst schauen, dass das Ganze entspannt bleibt und dass jeder Maschenkopf gut sichtbar ist. Wir haben 3 rote und 7 orange Maschen. Jetzt häkeln wir über den orangen Faden drüber. Wir brauchen 3 rote Maschen und immer bei der letzten Masche ziehen wir den Faden noch durch die eine Masche durch und dann machen wir den Farbwechsel. Und immer über den nicht verwendeten Faden drüber häkeln. 7 orange Maschen und immer bei der letzten Masche den Farbwechsel durchführen. Und wie gesagt, achtet darauf, dass alle Maschenköpfe in etwa gleich groß sind, vor allem hier bei den Farbwechseln. Und wir brauchen wieder 3 rote Maschen . 7 orange Maschen . Den Farbwechsel durchführen und es bleiben 3 rote übrig und hier ziehen wir den Faden, den wir nicht benötigen, bis an den Rand hinaus. Ja? Trotzdem hier über den Faden drüber häkeln und die Arbeit wenden. Dann häkeln wir wieder die 2 Luftmaschen und wir häkeln wieder über den Faden drüber. Hier schauen, dass das entspannt bleibt. Wieder in den ersten Maschenkopf einstechen und über den nicht verwendeten Faden drüber häkeln. Eine verlängerte feste Masche machen. Wir brauchen wieder 3 rote. Und immer den Farbwechsel rechtzeitig durchführen und dann wieder 7 orange Maschen und über den nicht verwendeten Faden immer drüber häkeln und schauen, dass die Maschenköpfe gut sichtbar sind und dass das Ganze sich nicht zusammenzieht. Den Farbwechsel durchführen, 3 rote Maschen . Den Farbwechsel durchführen, 7 orange Maschen . Den Farbwechsel durchführen
Und immer schauen, dass das Ganze schön entspannt bleibt. 3 Maschen in Rot. Sieben verlängerte feste Maschen in Orange. Und auch am Ende der Reihe über den nicht verwendeten Faden drüber häkeln. Und nur in die schönen Maschenköpfe häkeln. Und wir wenden die Arbeit und wir wiederholen diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, bis wir insgesamt 8 Reihen haben. Ich zeige euch noch einmal den Anfang der Reihe. Wir starten mit 2 Luftmaschen und legen uns den Faden hinten zurecht und verwenden immer beide Farben sozusagen. Und wir häkeln wieder 3 rote Maschen. Und dann wieder 7 orange Maschen und das machen wir die ganze Reihe so. Und wir häkeln insgesamt 8 Reihen, die Würfel sind dann 6 Reihen hoch. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, wir haben 6 Reihen mit diesen orangen Kästchen gehäkelt. Insgesamt haben wir 8 Reihen ohne die Anschlagsreihe. Und falls ihr euch beim Zählen schwer tut, der Farbwechsel ist immer auf derselben Seite. Dann habt ihr eine gerade Anzahl an Reihen. Wie gesagt, jetzt haben die Kästchen 6 Reihen. Den Orangenfaden lassen wir noch dran und jetzt häkeln wir 2 Reihen in Rot drüber und hier lasse ich den Faden einfach auf der Seite hängen. Ich beginne auch hier mit 2 Luftmaschen und häkle sofort in den ersten Maschenkopf die erste verlängerte feste Masche und ich häkle in jeden Maschenkopf eine verlängerte feste Masche. Und hier müsst ihr genau darauf achten, dass ihr wieder auf eure Ausgangszahl kommt. Die muss immer erhalten bleiben. Und wir häkeln, wie gesagt, 2 Reihen in Rot und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der 2. Reihe in Rot angekommen und hier hole ich jetzt den orangen Faden herauf und mache den Farbwechsel am Ende der Reihe. Wir wenden die Arbeit, den roten Faden können wir jetzt abschneiden. Hier seht ihr die Reihen 1 bis 10 des 2. Streifens mit den Dreiecken in den Farben Orange und Weiß. Und jetzt häkeln wir 2 Reihen in Orange. Wir starten auch hier mit 2 Luftmaschen und beginnen sofort im ersten Maschenkopf. Und wir häkeln unsere Maschenzahl einmal hinüber und wieder zurück. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 2 Reihen in Orange gehäkelt und ich häkle 2 Luftmaschen und ich nehme die weiße Farbe dazu. Ich lege sie hinter die Arbeit und häkle sie gleich mit.
und wir häkeln insgesamt 3 Maschen in Orange. Bei der dritten Masche machen wir den Farbwechsel und dann häkeln wir 7 weiße Maschen und immer bei der letzten Masche machen wir den Farbwechsel. Und jetzt folgen 3 Maschen in Orange und dann wieder 7 weiße Maschen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und die nächste Reihe ist absolut identisch. Wir beginnen wieder mit 2 Luftmaschen, legen uns den Faden zurecht, beginnen sofort im ersten Maschenkopf und häkeln wieder 3 Maschen in Orange und 7 Maschen in Weiß. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe beendet. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln 2 Luftmaschen. Wir legen uns den Faden zurecht. Und jetzt haben wir im Randbereich 4 orange Maschen. Bei der 4. Masche machen wir den Farbwechsel und jetzt häkeln wir immer 5 Maschen in Weiß und 5 Maschen in Orange. Und die Reihe endet mit 4 orangen Maschen. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 4 orangen Maschen und wir wenden die Arbeit und die Rückreihe ist vollkommen identisch. Wir starten auch hier mit 4 orangen Maschen. Dann immer 5 weiße, 5 orange und wir enden wieder mit 4 orangen Maschen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 4 orangen Maschen. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln 2 Luftmaschen und diese Reihe beginnt mit 5 orangen Maschen. Dann folgen 3 weiße Maschen. Und dann folgen immer 7 orange Maschen und 3 weiße Maschen.
und die Reihe endet mit 5 Orangenmaschen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, die Reihe endet mit 5 Orangenmaschen und wir wenden die Arbeit und die nächste Reihe ist vollkommen identisch. Wir häkeln die Maschen in der Farbe, in der sie erscheinen. Und wenn ihr diese Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Jetzt häkeln wir 2 Reihen in Orange. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der zweiten Reihe führe ich den Farbwechsel durch. Wir wenden die Arbeit. Jetzt könnt ihr den orangen Faden abschneiden. Hier seht ihr die Reihen 1 bis 10 des dritten Streifens mit den Kreisen in den Farben Weiß und Rot. Und wir häkeln 2 Reihen in Weiß. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 2 Reihen in Weiß gehäkelt. Wir häkeln 2 Luftmaschen. Wir legen uns die rote Farbe hinter die Arbeit. Wir häkeln 5 weiße Maschen. Wir häkeln 3 rote Maschen. Und dann häkeln wir immer 7 weiße Maschen und 3 rote. Und die Reihe endet mit 5 weißen Maschen. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 5 weißen Maschen. Wir wenden die Arbeit. Die nächste Reihe beginnt mit 4 weißen Maschen. Dann folgen immer 5 rote Maschen und 5 weiße Maschen und die Reihe endet wieder mit 4 weißen Maschen, aber dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, die Reihe endet mit 4 weißen Maschen, wir wenden die Arbeit. Die nächste Reihe beginnt mit 3 weißen Maschen. Und jetzt folgen 7 rote Maschen und dann wieder 3 weiße Maschen, 7 rote und so weiter. Und die Reihe endet mit 3 weißen Maschen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 3 weißen Maschen. Wir wenden die Arbeit und die nächste Reihe ist absolut identisch. Wir haben wieder 3 weiße Maschen, dann 7 rote, 3 weiße, 7 rote
und so weiter. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 3 weißen Maschen. Wir wenden die Arbeit. Die nächste Reihe beginnt mit 4 weißen Maschen. Und dann folgen 5 rote, 5 weiße, 5 rote und so weiter. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 4 weißen Maschen. Wir wenden die Arbeit. Die nächste Reihe beginnt mit 5 weißen Maschen. Und dann folgen 3 rote Maschen, 7 weiße Maschen, 3 rote Maschen und so weiter. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 5 weißen Maschen. Wir wenden die Arbeit und jetzt häkeln wir 2 Reihen in Weiß. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 2 Reihen in Weiß gehäkelt. Den weißen Faden können wir jetzt abschneiden. Hier seht ihr die Reihen 1 bis 10 des 4. Streifens mit den Kreuzen in den Farben Rot und Gelb. Und jetzt häkeln wir 2 Reihen in Rot. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 2 Reihen in Rot gehäkelt. Wir häkeln die 2 Luftmaschen. Wir legen uns die gelbe Farbe zurecht. Wir häkeln 5 rote Maschen. Und dann folgen 3 gelbe Maschen. Und dann folgen abwechselnd 7 rote Maschen und 3 gelbe Maschen. Und die Reihe endet mit 5 roten Maschen. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 5 roten Maschen und es folgt eine absolut identische Reihe. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 5 roten Maschen. Wir wenden die Arbeit. Und die nächste Reihe beginnt mit 3 roten Maschen. Und dann immer 7 gelbe Maschen und 3 rote und so weiter. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 3 roten Maschen. Wir wenden die Arbeit und wir häkeln eine absolut identische Reihe.
wieder mit 3 mal Rot und 7 mal Gelb. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 3 roten Maschen. Wir wenden die Arbeit und die nächste Reihe beginnt mit 5 roten Maschen. Dann folgen 3 gelbe Maschen und dann 7 rote, 3 gelbe, 7 rote und so weiter. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 5 roten Maschen. Wir wenden die Arbeit und die nächste Reihe ist völlig identisch mit am Anfang 5 roten Maschen und dann 3 gelbe, 7 rote und so weiter. Und wenn ihr diese Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Jetzt folgen 2 Reihen in Rot. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 2 Reihen in Rot gehäkelt. Den roten Faden können wir jetzt abschneiden. Hier seht ihr die Reihen 1 bis 10 des 5. Streifens mit den Türmen in den Farben Gelb und Orange. Und jetzt häkeln wir 2 Reihen in Gelb. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 2 Reihen in Gelb gehäkelt. Wir häkeln die 2 Luftmaschen. Wir nehmen uns die orange Farbe dazu. Wir häkeln 3 gelbe Maschen. Und dann 7 orange Maschen, 3 gelbe, 7 orange und so weiter. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 3 gelben Maschen. Wir wenden die Arbeit und häkeln eine identische Reihe. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. In der nächsten Reihe brauchen wir in den Randbereichen 5 gelbe Maschen. Und dann abwechselnd 3 orange Maschen und 7 gelbe Maschen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 5 gelben Maschen und die nächste Reihe ist absolut identisch. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die nächste Reihe beginnt mit 3 gelben Maschen. Und dann folgen 7 orange, 3 gelbe, 7 orange und so weiter. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 3 gelben Maschen. Wir wenden die Arbeit
und wir häkeln noch eine identische Reihe. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir häkeln 2 Reihen in Gelb. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben alle 5 Motive nun einmal gehäkelt und ich habe das so gemacht. Bei mir ist dieser letzte Streifen die Mitte der Decke und dann habe ich in dieser Reihenfolge wieder die Streifen dran gehäkelt, also in umgekehrter Reihenfolge. Jetzt kommt wieder der, dann der, dann der, dann der und hier habe ich die Dreiecke auf den Kopf gestellt, sodass sie auf diesen Mittelstreifen zulaufen und die Abschlussreihe, die häkle ich in Orange und zunächst häkle ich eine Luftmasche und ich häkle in die erste Masche 2 normale feste Maschen und dann häkle ich in jeden Maschenkopf eine feste Masche bis zur anderen Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. An der Ecke häkle ich 3 feste Maschen in eine Masche und dann häkle ich pro Reihe eine feste Masche. Eine feste Masche liegt ein bisschen höher, die häkeln wir in den Bogen und eine liegt ein bisschen tiefer zwischen den Bogen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe feste Maschen gehäkelt bis zur Ecke. Achtet darauf, dass das Ganze schön flach wird. Wenn ihr zu viele feste Maschen habt, würde das Ganze wellig werden und wenn es zu wenige sind, dann zieht sich das Ganze zusammen. Also pro Reihe eine feste Masche. Und hier häkle ich wieder 3 feste Maschen in eine Masche und hier unten häkle ich über den Faden drüber und ich steche hier tief ein. Hier bieten sich schöne Einstichstellen an und das machen wir bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auf dieser Seite habe ich die Fäden ungefähr auf dieselbe Länge gekürzt und hier können wir über alle Fäden drüber häkeln. Auch hier häkle ich zuerst 3 feste Maschen in die Ecke und dann wieder pro Reihe eine feste Masche. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen. In die Ecke häkle ich noch eine feste Masche, möglichst in die Ecke. Den letzten Faden hier muss ich später vernähen und dann schließe ich mit einer Kettmasche in den Kopf der ersten festen Masche. Dann häkle ich eine Luftmasche und ich häkle 2 feste Maschen in die Ecke und dann häkle ich in jede Einstichstelle der Vorreihe noch einmal eine feste Masche. Ich steche also über die feste Masche drüber und häkle noch eine feste Masche in jede Einstichstelle, sodass am Ende die Fäden wirklich gut versorgt sind. Und ich häkle bis zur Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück.
In die Masche, die ganz in der Ecke liegt, häkle ich ganz normal in den Maschenkopf 3 feste Maschen. Und dann häkle ich wieder tiefer gestochene feste Maschen über jede Masche der Vorrunde drüber. Und das machen wir einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende häkle ich möglichst in die Ecke noch eine feste Masche und schließe in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Im Grunde könnte man jetzt aufhören. Alle Fäden sind gut versorgt und die Decke ist schön eingefasst. Ich habe noch eine Abschlusskante darüber gehäkelt und die zeige ich euch auch noch. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen. Die sind das erste Stäbchen. Wir häkeln 3 Stäbchen in die nächsten 3 Maschen, sodass wir 4 Stäbchen haben. Wir häkeln 4 Luftmaschen, wir drehen die Arbeit um und häkeln zwischen die ersten beiden Stäbchen eine Kettmasche. Dann häkeln wir eine Luftmasche und drehen die Arbeit wieder nach vorne. Und wir häkeln in den Bogen 7 Stäbchen. In die nächsten 4 freien Maschen häkeln wir wieder 4 Stäbchen. Wir häkeln 4 Luftmaschen, wir drehen uns die Arbeit um und wir häkeln eine Kettmasche um diesen Steg, wo sich die 7 Stäbchen befinden. Hier häkeln wir eine Kettmasche und dann eine Luftmasche und wir wenden die Arbeit wieder und wir häkeln in den Bogen wieder 7 Stäbchen. Und wieder 4 Stäbchen nebeneinander. Vier Luftmaschen. Die Arbeit umdrehen. In die Lücke, wo die 7 Stäbchen drin sind, eine Kettmasche häkeln und dann eine Luftmasche, die Arbeit wieder wenden und 7 Stäbchen in die Lücke häkeln. Und an den Ecken müssen wir dann ein bisschen variieren und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin an der Ecke angekommen und hier gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, je nachdem wie sich das hier ausgeht. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass ihr hier die letzte Masche doppelt belegt. Das heißt, hier wo schon ein Stäbchen drin ist, noch eins häkeln und dann zum Beispiel 2 Stäbchen in die Ecke und dann noch ein Stäbchen. Das heißt, wir verteilen die Maschen
einfach nicht auf 4 freie Maschenköpfe, sondern auf 2 oder 3. Und der Bogen funktioniert natürlich genau gleich. Also hier müsst ihr schauen, dass ihr gut um die Ecke kommt. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, hier ebenfalls schauen, dass ihr das Ganze ein bisschen dichter belegt und dann hier mit einer Kettmasche zur Runde schließen. Und wenn ihr das gemacht habt, ist unsere wunderschöne Babydecke fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.